Gestern Abend war es soweit. Ich bin auf Platz 1 des aktuellen Leaderboards bei der Hell Hades Free-to-Play 2025 Challenge gekommen. Das ist eine Momentaufnahme, aber wie ich dahin gekommen bin und was sich überhaupt in den letzten 2 Wochen auf meinen Account getan hat und wie ich es geschafft habe, darüber sprechen wir in dem Video. Ich bin Bone. Viel Spaß dabei. Hallo und schön, dass du wieder einschaltest zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal. Und meine Stimme ist zurück. Es ist 2 Wochen her, also ungefähr 2 Wochen, dass ich mein letztes Video aufgenommen hatte. Und in der Zwischenzeit hatte ich einfach überhaupt keine Stimme mehr. Ja, ich bin einfach noch nicht 100% fit, aber die Stimme ist wieder da. Wir hatten gestern einen 2,5 Stunden Stream, der mir auch gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, dass ich wieder rede, denn meiner Stimme geht es heute wieder besser als gestern, obwohl wir gestreamt haben. Für alle, die gestern dabei waren, die haben schon einen ersten Eindruck wieder von meinem Free-to-Play-Account 2025, von dem Challenge-Account der Hell Hades Challenge bekommen. Für alle anderen, für euch, die jetzt hier auf YouTube mit reinschauen, möchte ich jetzt einen Rundumschlag geben, was sich in den letzten 2 Wochen getan hat und wie ich in aller Welt auf den ersten Platz dieser Challenge gekommen bin und wie man überhaupt nochmal Punkte bei der Challenge bekommt. Dafür werfen wir doch zuerst mal direkt live einen Blick auf die Webseite der Challenge und da kann ich euch auch nochmal ganz kurz erklären, was es überhaupt bedeutet, wie man überhaupt an diese Punkte kommt. Dafür gehen wir mal auf die Seite, die ist auch in meinen Free-to-Play-Videos unten in der Beschreibung mit eingeblendet. Und wenn wir einen Blick auf das aktuelle Leaderboard werfen, dann sehen wir knapp gefolgt, es ist jetzt Sonntagvormittag, immer noch von Dante Rates und natürlich von Bront Cathurter, aber Stand jetzt halte ich mich noch auf Platz 1. Das ist eine Momentaufnahme, denn man bekommt auf 2 unterschiedliche Arten Punkte. Das eine ist, wenn man im Spiel etwas geschafft hat. Das heißt, man hat natürlich früher mehr Punkte, wenn man bestimmte Dinge schneller schafft. Das bedeutet aber auch, dass ja alle im Rahmen dieser 3 Monate, wenn sie es in diesen 3 Monaten schaffen, diese Punkte einsammeln können. Und nur weil ich sie jetzt schon habe, heißt es nicht, dass ich sie am Ende nach den 3 Monaten als einziges haben werde. Das zweite sind, wo steht man jeweils nach einem Monat auf den Leaderboards, auf den Ranglisten. Da gibt es dann nochmal Bonuspunkte und das macht vor allem die nächste Woche besonders spannend, denn wir sind jetzt aktuell in der 4. Woche. Wir nähern uns dem ersten Monat und zum Ende des ersten Monats wird es dann diese Bonuspunkte geben. Doch wie habe ich mich gestern noch von Platz 4 auf Platz 1 geschossen? Das liegt ganz einfach daran, vor allem hier Account Progress Campaign Completion. Wir schauen uns das im Spiel auch gleich nochmal an, aber darauf wollte ich hinweisen, in der Nightmare-Kampagne gibt es pro Stern 2 Punkte. Und ich vermute mal, dass ich da die meisten Punkte gemacht habe. Denn tatsächlich, mein Plan war es gar nicht, mich auf Platz 1 zu schießen, sondern ich habe mich rein auf den Account fokussiert. Ich habe mich allein darauf fokussiert, was ich denn eigentlich machen will. Und ja, die Punkte kamen dann zufälligerweise, als ich kurz vorm ins Bett gehen einen Blick geworfen habe, wo ich jetzt eigentlich stehe, war ich recht überrascht, dass es für Platz 1 gereicht hat. Und ja, schauen wir uns den Account einfach mal ausführlich an. Ich bin aktuell kurz vor Level 50. Was bringt Level 50, wenn wir hier einen Blick reinwerfen? Vor allem in die Arena. Die Live-Arena wird freigeschalten. Das bedeutet vor allem im Bronzebereich, also Bronze 1, da kommen ein paar Bots. Da kann man dann erstmal ein paar Kisten pro Tag noch sammeln. Das ist jetzt so der eine Punkt, wo ich dann hinschaue. Und vielleicht das schon mal vorneweg, wie ich den Account gespielt habe und was mir besonders wichtig war, auch in der Art und Weise, den Account zu spielen, ist immer doppelt zu punkten. Ich habe mich sehr stark davon leiten lassen, wie weit komme ich bei den Aufgaben, was ist die nächste Aufgabe. Ich habe natürlich auf alle aktuellen Wettbewerbe und Ereignisse einen Blick geworfen und immer geprüft, bei welchen Ereignissen und Wettbewerben kann ich mir noch gute Belohnungen abholen. Wo lohnt es sich denn? Das werdet ihr sehen, wenn wir da jetzt Schritt für Schritt durchgehen. Und auch die letzten 2 Wochen habt ihr natürlich auf dem Account einiges verpasst. Ich habe unter anderem alle meine Seelen gepult, aber auch da gehen wir noch mal drauf und ihr seht, was dabei rausgekommen ist. Um einfach mal ganz kurz mit den Aufgaben anzufangen, denn das war meine Leitlinie, an der ich mich immer orientiert habe. Hier war es das Ziel, weiterzugehen. Und nachdem wir hier diese 2 legendären Bücher eingesammelt haben, ist die erste Mission direkt wieder: bringe den 5. Champion auf Level 60. Und das ist ein großer Unterschied zu den Missionen vorher, denn vorher ging es immer darum, einen Champion auf Rang 6 zu bringen.
und es geht deutlich schneller als auch noch Level 60 zu erreichen. Das hat relativ lange gedauert, bis ich dann meinen 5. Champion auf Level 60 hatte. Die Champions schauen wir uns natürlich auch noch an. Und danach ging es einigermaßen glatt durch. Wir mussten bei den Dungeons Level 14 auf Auto bestehen. Das lief ganz gut, haben wir gestern im Stream dann gemacht. Also diese ganze Missionskette könnt ihr euch im Stream in der Videobibliothek auf Twitch auch nochmal ansehen. Und jetzt haben wir hier einen Hard Stop. Verbessere einen Elementbonus auf Level 7 und wir sehen, ich bin hier im Augenblick im großen Saal bei 256 von diesen Marken. Wir müssen noch auf Level 6 kommen, dafür brauche ich 300 der goldenen Marken. Und genau das mache ich alle 15 Minuten, wenn es die Zeit zulässt. Wir gehen in die Classic Arena, wir machen hier einen Refresh. Wir sehen, hier ist kein Kampf dabei. Wir warten wieder 15 Minuten. Das ist eines der wichtigsten Dinge im Augenblick bei diesem Free-to-Play-Account, denn ich habe mich in Gold 5 hochgespielt. Warum habe ich mich hochgespielt? Ganz einfach wegen der Belohnungen. Und dazu schauen wir mal hier in die Stufen auch mit rein. Viele in der Challenge bewegen sich auch noch so auf Gold Rang 1, Rang 2. Der riesige Unterschied ist, dass ich pro Classic Arena Kampf und ich habe nur eine gewisse Anzahl an Marken pro Tag. Ich habe meine 10 Kämpfe, ich habe einen 10er Refill, ich habe einen 5er Refill, macht 25 und einmal pro Stunde bekomme ich hier einen neuen Kampf. Also wir sehen, 1 Minute 25 ist es wieder soweit, dann kommt die nächste Marke darauf, aber diese Refill-Zeit liegt bei 1 Stunde. Es gibt nicht so viele Classic Arena Kampfmarken. Wenn ich jetzt also in Gold 1 und 2 unterwegs bin, bekomme ich pro erfolgreichen Kampf genau 2 Marken. Ab Gold 4 gibt es bereits 4 Marken. Das heißt, ich bekomme doppelt so viel Marken für die gleichen Kämpfe. Und ich muss natürlich regelmäßig schauen, ob es schaffbare Kämpfe gibt. Es gibt ganz viele, die einfach eine einfache Defense reinstellen, die so einen Arbiter zum Beispiel stehen lassen. Und auch wenn mein Team gar nicht so schlecht ist, also ich kann mal ganz kurz zumindest hier reingehen, dann seht ihr, mit welchem Team ich im Augenblick antrete. Das ist, um euch auch die Werte zu zeigen. Hier vor allem schnellster Champion und im Leaderboard, glaube ich, im Augenblick tatsächlich auch am Platz 1 ist mein Apotheker mit 280 Geschwindigkeit. Ist schon mal ein ganz netter Wert für knapp 3 Wochen. Das Ganze geht dann in Ugo mit 215, setzt natürlich Minus Defense, setzt einen Blocke-Buff. Wukong räumt dann vielleicht noch ein paar Buffs weg, ist aktuell eigentlich nur für die Speed-Aura da. Ist fast ein wenig schade um ihn, aber tatsächlich seine Hauptrolle, die er einnimmt, ist die Speed-Aura auch noch auf Apotheker noch mit abzubilden. Und dann kommt meine Alice und Alice ist auf dem Account der Champion, den ich am meisten spiele, der mir am allermeisten bringt. Und wir sind ja schon auf der 4er Seele. Die 4er Seele hat eine Menge Crit-Damage gebracht, bringt auch noch Leben zusätzlich. Und sie hat Brimstone mit drauf für den PvE-Bereich, weil das natürlich gerade beim Clan-Boss, bei den verschiedenen Bossen in den Dungeons unglaublich viel Schaden macht. Deswegen nicht die ideale Seele für den späteren Bereich im Spiel. Da ist natürlich vielleicht ein Seelenschnitter viel besser. Aber solange ich keinen anderen legendären Champion mit einem hohen Brimstone habe, bekomme ich auf dem Account definitiv den größten Mehrwert aus Brimstone als Seele. Die Gute ist super stabil inzwischen, 51.000 Lebenspunkte, sogar mit 2.800 Defense, hat über 5.000 Angriff, 100% Crit-Quote und 172 Crit-Damage bei knapp 200 Genauigkeit. Also auf das Bild von Alice bin ich schon recht stolz. Die schauen wir uns auch nochmal an, mit welchen Items das auch möglich ist. Nur um schon mal einen Haken daran zu machen, wo wir im Augenblick hängen. Alle 15 Minuten einen Blick in die Classic Arena zu werfen und schauen, wo wir stehen. Das Zweite, worauf ich erstmal hinweisen will, sind die Herausforderungen, denn ich habe hier auch einiges an Vorsprung gemacht. Bei den Artefakten, da gibt es ja diese nervigen Missionen, finde ein 2-Sterne-Angriffsprozent-Artefakt aus dem Normalschwierigkeitsgrad. Es gab eine Phase in den letzten Wochen, da hat das ganz gut gepasst, da musste ich nicht unbedingt viele Champion-Trainingspunkte sammeln, ich musste aber trotzdem ein bisschen Food sammeln und das habe ich dann genau in diesen Stufen gemacht, bin dadurch hier bei diesen Artefakt-Herausforderungen auch nach oben gekommen und wie ihr seht, hier warten unglaublich viel Energie. Das sind jetzt 300, 375, also 450, 525, 600 Energie, die ich hier annehmen kann für den nächsten großen Push, wenn ich an irgendeiner Stelle pushen will.
Nachdem mir im Augenblick komplett Regenerationsgier fehlt, muss ich mich auch nicht sehr beeilen damit. Natürlich hätte ich gern diese epischen Bücher. Epische Bücher sind super knapp. Aber bei den Artefakten bin ich gut vorangekommen. Auch bei der Arena, natürlich hätte ich gern dieses legendäre Buch. Aber 3 Elementboni auf Level 5 bringen, bremst mich bei den Arbeiteraufgaben zu sehr ab. Das ist mir dieses eine legendäre Buch absolut nicht wert. Und bei den Champions, das wird zeitnah passieren, und zwar der nächste Champion wird wahrscheinlich Seele oder Kraft werden. Wir schauen uns die Champions aber natürlich dann auch noch an. Wie spiele ich den Account? Ich hatte es schon erwähnt, ich versuche immer einen Blick drauf zu werfen, welche Events finden denn im Augenblick statt und wo kann ich mir möglichst viele Belohnungen holen, weil mich die Belohnungen aus den Events dann auch wieder weiterbringen. Natürlich alles im Hintergrund der Aufgaben, also dass es auch den Account im Ganzen ein bisschen voranbringt, dass mich die Aufgaben auch nicht abbremsen. Und wir sehen Classic Arena. Okay, ich bin mal wirklich gespannt, weil ich habe sehr viel Arena gemacht in letzter Zeit. Es hat leider nicht für den ersten Platz gereicht, aber auch immerhin 4 Items vom Relentless Set, auch wenn es nur blau ist. Und noch ein bisschen Crafting-Material. Das lässt sich hier aus irgendeinem Grund gerade nicht einsammeln. Das Spiel scheint ein bisschen buggy zu sein im Augenblick. Und ihr seht, hier gibt es noch rote Punkte beim Spinnenwettbewerb. Denn ich habe festgestellt, ich kann diesen Dunkelelfen-Spinnenwettbewerb auf der Spinne 10 machen. Und für den Fall, dass ihr es nicht wusstet, ich habe es ein paar Mal schon erwähnt, aber lieber einmal zu viel als zu wenig. Auf der Spinne 10 gibt es erhöhte Drop-Chancen für 5-Sterne-Items. Also solange man noch nicht Spinne 16 farmen kann, ist Spinne 10 extrem gut, um auch bei so einem Turnier zu bestehen. Und deswegen bin ich gerade auch dabei, bei der Spinne in diesem Turnier ein paar Punkte zu sammeln. Stand jetzt noch 10. Das mache ich ein bisschen nebenbei. Ich sammle noch ein wenig Silber. Das zweite, was natürlich interessant ist, Champion Training, weil der Hauptfokus auf dem Account wird es sein, neue 60er zu bauen, weil mich die 60er in unterschiedlichen Spielebereichen weiter voranbringen. Deswegen brauche ich natürlich Food, deswegen muss ich Champion Training machen. In dem Fall, also ich vermute mal, dass so intensiv wie ich Champion Training mache, mir diese erste Belohnung schon holen kann. Die besondere Belohnung würde mich 12.500 Punkte kosten. Ob ich das schaffe, ist ein bisschen fraglich, aber ich brauche sie auch nicht, weil ich ja keine Grinsekatze habe. Natürlich 4 Sterne Seele kann ich verkaufen. Der Account ist ja nur auf 3 Monate fokussiert. Das heißt, ich muss sie mir auch nicht aufheben für gute Zeiten. Ich kann sie verkaufen, kann dafür wieder Marken einsetzen, kann mir vielleicht wieder neue Seelensteine holen. Deswegen Platz 1 strebe ich hier natürlich an. Ein kurzer Blick. Wir haben nur eine 50er Gruppe. Also das ist vielleicht auch ganz spannend, wenn ihr euch überlegt, eure Seele für die Grinsekatze zu holen, weil die Grinsekatze ist ein genialer Champion und mein Free-to-Play 2024 konnte sich die Grinsekatze erspielen. Die gab es ja auch einmal als Belohnung, auch für einen Wettbewerb. Das hat geklappt auf dem Free-to-Play 24. Und deswegen muss ich mal überlegen, ob ich die nächsten Tage nochmal den Account etwas intensiver auspacke und zumindest einen Blick auf die Gruppe werfe, wie es dort auch aussieht. Aber ja, wir nehmen alles mit, was wir an Belohnungen hier auf der rechten Seite haben. Und Champion-Trainingspunkte kann ich genauso sammeln wie ein großer Account. Ich kann ja genauso 12-3 farmen. Ich kann genauso Tränke auch mit reinstecken. Deswegen diese Punkte, die sammle ich wie ein großer. Und denkt daran, bei einem Wettbewerb bekommt ihr auch Punkte, wenn ihr Bücher reinsteckt. Und ich habe hier 3 legendäre Bücher im Gepäck. Ihr seht gleich, wo die rauskommen. Und das ist auch der Grund, warum ich auf Platz 1 bin. Doch was wir jetzt erstmal machen, wir stecken diese 3 Bücher in Alice, um Alice noch ein bisschen besser zu machen. Warum in Alice? Ihr habt gesehen, mein Wukong steht relativ weit hinten. Mein Lucan ist zwar ein ganz netter Champion, aber keiner, der mir so wichtig sein wird für die nächsten 3 Monate, um dort wirklich Bücher zu investieren. Und Alice trägt mich gerade durch das komplette Spiel. Und allein die Tatsache, hier eine erhöhte Chance nochmal zu haben, also nochmal diese 15%, die fehlen mir noch. Das ist unglaublich wichtig. Und auch die Abklingzeit, die ist interessant, denn sie hat natürlich eine super Passive. Das ist auch etwas, womit man mit Alice extrem gut spielen kann. Wenn sie jemanden tötet und sie wird jemanden töten, die eine Abklingzeit zurückgesetzt wird. Das trifft aber immer nur auf eine Abklingzeit zurück und tritt auch nur alle 3 Runden auf. Wenn ich noch diese Cooldowns zusätzlich mit drin habe, dann rockt sie so richtig. Deswegen stecke ich jetzt auch die restlichen Bücher hier mit rein und ihr seht, das gibt direkt 600 Wettbewerbspunkte. Ich habe hier die Abklingzeiten jetzt 100% ausgebaut. Mir fehlen jetzt noch 2 Bücher
und dann ist sie vollständig gebucht. Deswegen denkt daran, bei Wettbewerben könnt ihr eure Bücher auch einsetzen. Nächste Woche ist Belagerung. Erst übernächste Woche ist wieder CVC, dann natürlich mit persönlichen Belohnungen. Das ist die zweite Alternative, wann ihr gut eure Bücher einsetzt. Aber das Sparen für CVC lohnt sich nicht am Anfang eines Accounts. Wenn ihr noch richtig dabei seid zu pushen, wenn ihr Progress braucht, dann würde euch dieses Sparen für einen CVC viel zu lange ausbremsen. Der Account hat viel mehr davon, jetzt für diesen Wettbewerb diese Punkte einzusetzen und hier die 600 zusätzlichen Punkte und die Belohnungen, die dann hier rauskommen, wenn wir uns das anschauen. Wir sind bald schon wieder bei dem ersten Seelenstein und dann auch bei den Teetassenpunkten. Die Teetassenpunkte laufen tatsächlich ganz gut. Ich bin jetzt auf dem kleinen Account immerhin schon bei 330. Es kann sogar noch sein, und das wäre der absolute Traum, dass ich auf diese 1000 Punkte komme. Aber das ist schwierig und das strebe ich auch gar nicht unbedingt an. Ich konnte eine Menge Punkte sammeln, auch bei dem Schicksalsdeck. Warum? Ich habe ja von Anfang an dieses Accounts noch nicht meine Seelen geöffnet. Und zwar sind wir hier beim Altar der Seelen und wie ihr seht, im Augenblick sind keine Seelensteine mehr da, konnte aber bei diesem Schicksalsdeck einen großen Seelenstein und ich glaube, es waren 14 oder 15 von den kleinen Seelensteinen öffnen und das hat mir immerhin, ich zeige euch das mal ganz kurz, ganz wichtig, eine Viererseele für meine Eisherz gebracht, also das war richtig gut und ich habe noch eine Viererseele für Rask bekommen. Also es hätte schon noch ein bisschen besser sein können. Okay, für Apotheker eine Einserseele ist auch gut. Petrifia wäre super gewesen, wenn ich eine Seele für sie bekommen hätte. Eine Seele für Kael wäre natürlich phänomenal gewesen. Ich glaube, die Einser für Ugo, die habe ich mir im Shop gekauft. Da gingen ein paar von diesen initialen Marken auch dafür draus. Aber damit habe ich bei diesem Schicksalsdeck doch, ja, ich glaube in Summe schon zusammen mit Training, was ich auch ganz intensiv gemacht habe, bestimmt 10, 12 Karten umdecken können. Und da kamen dann nochmal 200 Energie raus, es kamen noch ein paar Relikte raus. Und wenn wir da einen Blick drauf werfen, dann sehen wir, dass wir eigentlich ganz gut ausgestattet sind mit Crafting-Material. So, ich werde jetzt hier natürlich nichts schmieden, denn was ich nicht möchte, ist epische und seltene miteinander zu mischen. Ich werfe einen Blick darauf, was am Ende des Events hier mit drin ist. Ich hoffe schon darauf, dass ich noch ein paar dieser epischen verdiene, damit ich zumindest hier so eine Kombination mit noch einmal episch habe, damit die Chance auf legendäre so hoch wie möglich ist. Und wenn dann die 50% triggern, habe ich eine gute Chance auf hier diesen Relikthammer. Wir haben ja immer 3 unterschiedliche Gruppen. Daran muss man denken. Es geht nicht nur darum, bekomme ich Rare, Epic, Legendär oder vielleicht ein mythisches Relikt, sondern es geht auch darum, aus welcher Gruppe bekomme ich ein Relikt. Und solange ich Material aus einem einzigen Bereich nehme, wie jetzt zum Beispiel aus dem Ereignis, bleibe ich hier bei einer 50% Chance, aus diesen 2 Ereignis-Items etwas zu ziehen. Also es berechnet sich immer erst die Seltenheit. Das heißt, die Frage ist, kommt hier ein episches raus oder kommt hier ein legendäres raus? Und wenn das soweit ist, dann geht es in die Gruppe und es entscheidet sich, wird das Ganze aus der Standardgruppe genommen oder wird es aus der Eventgruppe gekommen. Ich habe im Augenblick nichts Spannendes hier zum Craften. Wir können von dem Standard-Chimären-Material mal eines craften, damit wir das mal zusammen. Oh, es ist sogar episch und wir haben hier eine Verwirrkugel. Die habe ich auf noch keinem Account, was natürlich schon mal extrem gut ist, wenn ich jetzt die Verwirrkugel einfach mal verbessere. Ich habe ein bisschen Material daran. Ich mache ganz fleißig die Chimäre. Das Material und das Hochleveln ist auch gar nicht so teuer. Dann sehen wir schon allein, dass mir das 2.500 Lebenspunkte gibt, wenn ich das auf einen anderen Champion gebe. Ich habe überhaupt kein Material, um die Verwirrkugel noch höher zu bringen, aber grundsätzlich 10% Chance auf einen Buffklau, dem nicht standgehalten werden kann. Das kommt garantiert auf irgendeinen Champion. Das Runternehmen kostet ja auch gar nicht so viel. Das war doch jetzt mal ein ganz glücklicher Craft. Doch zurück zu meinen legendären Büchern, die ich hatte und wo denn diese legendären Bücher herkommen, weil 3 legendäre Bücher ist eine ganze Menge. Sie kommen aus der Kampagne und sie kommen auch aus der Albtraumkampagne. Und genau das ist der Grund, warum ich im Augenblick auf Platz 1 bin. Ich habe hier bei der Albtraumkampagne 227 Sterne erspielt. Wenn wir mal einen Blick werfen, wir sind hier komplett auf 3 Sternen bis hin zu den Heiligen Hallen. Ja, für Stufe 2 hat es noch gereicht. Danach war Schluss. Die Heiligen Hallen sind ein wirklich toughes Pflaster, gerade für Magieaffinität. Und ab Stufe 3 bin ich dann nur noch die letzten Sterne sammeln gegangen, weil wir hier unten auch 3 Fünfer Hähnchen hatten. Und das wird natürlich ein Riesenschritt zu meinem nächsten 60er. Deswegen habe ich gestern sehr viel Albtraumkampagne gemacht,
um diese Belohnungen hier einzukassieren. Es ist in den letzten Belohnungsstufen immer so, man bekommt eine Menge Silber. Im Augenblick ist ein Artefakt-Verbesserungsevent. Ich habe das Silber wirklich gebraucht. Ich war super abgebrannt. Also, es gab eine Menge Silber. Es gibt hier eine Menge Juwelen. Ich war auf im Prinzip 0 Juwelen, bevor ich meine letzten Arbeiteraufgaben gemacht habe. Dann kam ich ungefähr so auf 300 Juwelen hoch, dadurch, dass man immer 75 Juwelen pro Aufgabe bekommen hat. Und hier 200 Juwelen. Ich glaube, davor gab es auch noch mal, ich bin jetzt schon wieder bei 650 Juwelen, allein durch diese Kampagnenbelohnungen. Diese 3 5er Hähnchen und bei Teil 4 von 4, also eine Stufe vorher, gab es eben diese 3 legendären Bücher. Wie bin ich überhaupt drauf gekommen, jetzt die Kampagne zu farmen? Es war eigentlich ganz simpel und zwar eine Herausforderung, die es hier gab. Ich glaube, das war sogar bei den ich glaube, das war hier bei den Champions. Hier stand noch mit drin: „Ich bekomme 150 Energie, wenn ich eine Kampagnenschlacht mit 4 Level 60ern mache.“ Das hatte ich mir immer aufgehoben und ja, gestern Abend habe ich mir gedacht: „Das kann ich doch einfach mal machen. Ich stecke mal 4 60er in die Kampagne.“ Ich war bei der Nightmare-Kampagne, ich glaube hier, den Palast von Aravia hatte ich vorher noch durchgespielt. Das hat noch ganz gut geklappt. Tilshire glaube ich auch. Ich war im ersten Abschnitt vom Waldemargraben und dieser Waldemargraben, dachte ich mir, ist immer für Magie nicht so gut, weil wir sehr, sehr viele Kraft-Champions mit drin haben. Habe also den ersten Abschnitt gemacht und durch diese allein 2 Sterne, die ich gesammelt hatte, kam plötzlich eine dicke Silberbelohnung. Und dann dachte ich mir: es ist eigentlich vielleicht sogar ein Versuch wert, ob ich die restlichen Stufen mit 2 Champions schaffen kann. Und, ich kann euch das jetzt mal die 16 Energie, die gebe ich jetzt für dieses Video dann doch einfach mal aus. Und zwar vielleicht im Ödland, für den Fall, dass ihr es nicht wusstet, wenn ihr eine Schlachtmaid farmen wollt, bei Abschnitt 4 gibt es eine minimal höhere Drop-Chance für die Schlachtmaid. Deswegen gehen wir hier mal rein und ihr seht, mit welchen 2 Champions ich das gemacht habe. Meine Alice und meine Ugo, die haben zu zweit, aber im manuellen Modus, nicht auf automatisch, sondern auf manuell habe ich die Kampagne durchgespielt und es hat auch extrem viel Spaß gemacht. Also, wenn ich hier mal kurz reingehe, wir schalten den Automodus aus. Wie läuft es? Wir haben sehr harte Wellen vor uns. Wir haben hier Walküren, aber was hilft natürlich sehr? Ein Blocke-Buff. Das heißt, wir setzen Blocke-Buff, wir setzen Minus Defense und dann kommt Alice Signature Skill, die A2. Damit habe ich nicht nur einen extrem starken Hit, der die Gegner auch richtig mit wegsäbelt, sondern damit lock ich vor allem die Gegner erstmal aus. Das heißt, hier die A2, wir sehen, überall sitzt ein Lockout. Jetzt habe ich inzwischen ja sogar die 100% Chance. Hatte ich gestern noch gar nicht, aber es hat trotzdem fast immer funktioniert. Dann hier einfach mal entspannt die A1 machen. Jetzt, was machen die Gegner? Sie machen fast nichts, weil sie greifen nur mit ihren A1 an. Und jetzt schaut euch mal hier diesen Königinnen-Tod an. Ignoriert 20% des Death-Sets. Sie selbst trägt auch noch dann ein Wild-Set. Das heißt, wir ignorieren 45% der Defense. Und das sieht dann genau so aus. Gehen wir mal auf die ganz links. Wop, wop, 2 Gegner tot. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal wieder die A1 machen. Wir haben durch die Passive auch wieder die A2 ready für die nächste Welle. Dadurch, dass ich jetzt gebuckt bin, kann ich hier sogar nochmal die A3 einsetzen. Wop, wop. Wir haben jetzt lang genug gebraucht, dass die A2 von Ugo wieder da ist. Wir setzen mit Ugo also wieder die Debuffs. Ihr kennt das Spiel. Alice lockt alle aus. Ugo kann hier sogar einen Torwald mit rausnehmen. Wir nehmen noch den zweiten Torwald vielleicht auch noch mit raus. Und sie machen uns gar nicht so viel Schaden. Ugo ist einigermaßen stabil gebaut. Wir schauen uns die Champions dann auch direkt danach an. Hier, Fop, Fop, fehlt jetzt Minus Defense, deswegen ist er nicht sofort mit rausgeflogen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir gehen einfach auf die A1. Brimstone erledigt hier den Rest. Dritte Welle. Dadurch, dass ich manuell spiele, bin ich auch sicher, dass ich hier wieder alle meine Skills bereit habe, die ich haben will. Fop, Fop. Und dann geht der noch ein kleiner Treffer. Und das macht so Spaß. Fop, Fop. 2 Gegner mit rausgenommen. Also Alice ist einfach phänomenal. Und genau auf diesem Weg hat mich das Team hier komplett durch die Nightmare-Kampagne getragen. Also, wow, das hat mich gestern auch sehr überrascht, dass es so einfach ging, dass ich da auch so gut auch mit durchgekommen bin. Und schauen wir uns mal meine Champions dann bei der Gelegenheit an. Also Alice hatte ich euch von den Werten schon mal ganz kurz gezeigt. Sie sind 4 Items von dem Wildset gekleidet, das ja am Anfang mit ihr rauskam. Das sind jetzt nicht die Brecher-Items, absolut nicht. Wenn wir uns das anschauen, also wir haben hier eigentlich 10% Crit-Quote, 5% Angriff. Das sind so das, was man auf einem Wildset für sie haben will.
Aber wir nehmen diese zusätzlichen Lebenspunkte, die machen sie wirklich sehr, sehr stabil. Beim Helm eigentlich das Gleiche. Wir haben Crit-Quote, wir haben Angriff, uns fehlt absolute Geschwindigkeit, aber zusätzliche Überlebenswerte mit Defense-Prozent und LP-Prozent sind auch noch mit dabei. Wir sehen, es sind auch dreimal punktgenau, das heißt, sie bekommt auch noch Genauigkeit und Geschwindigkeit, zwei Werte, die sie zusätzlich noch benötigt. Wir haben ein wirklich sehr, sehr nettes Schild, was im Idealfall das perfekte Schild für einen Defense-Nuker ist. Aber auch hier, sie nimmt natürlich Crit-Quote, sie nimmt die Geschwindigkeit definitiv und sie braucht sie, weil sie ist nicht super schnell. Aber auch die Überlebensstats kommen bei ihr extrem praktisch. Bei den Handschuhen, es ist vom Punkt genau, sind es immerhin Crit-Quoten-Handschuhe. Wir brauchen ja 100% Crit-Quote. Wir haben Geschwindigkeit unten drunter, das ist das Einzige, was wirklich gut ist. Wir haben einen Angriffsprozent Brust. Das Einzige, was wirklich wieder richtig gut ist für den Schaden, ist Crit-Damage unten drunter und wieder Überlebenswerte. Dafür kommen hier nochmal mehr Angriffsprozentwerte rein, denn wir haben keine Geschwindigkeitsschuhe, aber wir haben Angriffsprozentschuhe, die immerhin einen sehr, sehr guten Geschwindigkeitsroll unten drunter haben. Natürlich fehlt hier Crit Damage und natürlich fehlt hier Crit Quote, aber für den Stand 3 Wochen im Spiel bin ich mit den Items sehr zufrieden. Was super funktioniert hat, war jetzt der Ring, den ich jetzt auch aus der Alice-Jagd vor kurzem bekommen hatte. Es ist ein Lebenspunkte-Ring, hilft also schon noch mal ein bisschen für die Werte, wäre gar nicht notwendig, aber ich hatte hier Glück und es ist dreimal auf Angriffsprozent gerollt, also extrem hoher Angriffswert hier. Ich hatte wieder aus dem Event-Dungeon, es gab mal ein Event-Dungeon-Turnier, Doppelpunkten lohnt sich immer und bei diesem Event-Dungeon-Turnier bin ich auf die maximale Belohnung gegangen und dabei kamen natürlich auch nette Gegenstände dabei raus. Unter anderem auch hier dieses Crit-Damage-Amulett, das ist ein absolutes Goldstück für Alice. Wir haben Crit-Damage, natürlich 5 Sterne, aber 5 Sterne ist absolut fein in dem Spielstand. Unten drunter sogar nochmal Crit-Damage gerollt und Genauigkeit. Also absolut perfekt. Beim Banner, Genauigkeitsbanner mit Geschwindigkeit, das, was man haben will. Also meine Alice ist so mein Vorzeige-Champion und damit trägt sie mich natürlich auch durch die Nightmare-Kampagne. Sie trägt mich durch die Dungeons. Alice ist einfach phänomenal. Ugo selbst vermisst hier noch ein Banner. Oh, da ist ein ganz frisches Banner gekommen. Sogar perfekt, das bringen wir gleich mit hoch. Ich bin ja im Augenblick beim Spinnenturnier unterwegs. Zumindest ein Geschwindigkeitsroll, nochmal ein bisschen Genauigkeit und schon ist auch meine Ugo ein bisschen besser. Wir haben hier punktgenau 4 wäre nicht notwendig. Ich brauche jetzt nicht diesen Effekt auf Ugo. Ist ganz nett für die Arena, aber gar nicht unbedingt dringend notwendig. Wichtig ist vor allem Geschwindigkeit und Genauigkeit. Und jetzt auch mit dem Banner ist sie bei 230 Genauigkeit, also absolut ausreichend für alle Dungeons Level 20. Mehr brauche ich im Augenblick auch gar nicht. 224 Geschwindigkeit ist also jetzt auch ganz schnell unterwegs. Sie könnte noch mehr Leben haben, aber ist okay mit 50.000 Leben und 2.800 Defense. Kurze Interrupt. Wir müssen natürlich mal ganz kurz einen Arena-Kampf machen. Ich bin schon locker 15 Minuten am Aufnehmen und Reden. Deswegen hier mal ganz kurz den Gegner erledigt, wieder 4 Marken eingesteckt und wieder 15 Minuten warten. Zurück zu den Champions. Wir sehen jetzt meine 5 60er Champions, die ich habe. Also klar, Alice und Ugo. Kael war natürlich mein erster. Und ich muss auch sagen, ich warte so sehr auf ein Event, bei dem ich meine Champions umbauen kann. Denn Kael ist immer noch im Bild von, ich glaube, von Ewigkeiten. Und ich muss ihn unbedingt umbauen. Also der ist so nichts Halbes, nichts Ganzes, macht ein bisschen Schaden. Er hat natürlich genug Genauigkeit, aber hat nicht genug Crit-Quote. Und ich möchte ihn auf jeden Fall jetzt so umbauen, dass er gar nicht mehr unbedingt Schaden mit der A2 macht, sondern dass er überlebensfähig ist und hauptsächlich mit dem Gift und mit der A4 Schaden macht. Auch wieder in Lebensraub, also das wird schon noch seine Hauptaufgabe werden, aber ihn muss ich definitiv umbauen. Bis dahin ist er jetzt so ein bisschen eine sehr anfällige, sehr, sehr, sehr squishy Begleiterscheinung. Wir sehen 1800 Defense und das merkt man, wenn man ihn irgendwo mit reinnimmt. Er ist wahrscheinlich einer der Ersten, der immer mit umfällt, macht aber einfach seinen Job, vor allem noch beim Clanboss. Und den Clanboss, den schauen wir uns dann als nächstes an, machen wir noch ganz kurz die Champions hier fertig. Wir haben Cold Heart, die ich jetzt als letztes auf Rang 6 gebracht habe, die ich auch ganz frisch durch die Masteries, denn alle meine 5 Champions haben zumindest mal die letzte Mastery. Also ja, Kael hatte ich ja damals gekauft, Ugo hatte ich gekauft, Alice habe ich noch einmal komplett durchgefarmt, weil die 3 mein Minotaurus-Teams sind, um dann andere Champions farmen zu können. Und dann bin ich bei Apotheker und auch bei Iceheads bin ich dann jeweils nur auf die nächste Stufe. Ja, sie würden schon auch noch davon profitieren, andere Masteries zu bekommen.
Ganz, ganz, ganz klar. Aber das ist jetzt nicht dringend notwendig. Die Energie setze ich lieber für was anderes ein. Jetzt für Training beziehungsweise für das Spinnenturnier. Und das ist eigentlich immer die Entscheidung, wohin stecke ich jetzt meine Energie? Und es war mir sehr wichtig, diese letzte Mastery freizuschalten, denn das macht einen Champion schon wirklich um einiges stärker. Wenn wir uns mal die Werte von der Cold Hard auch mal anschauen, ja, ganz okay Geschwindigkeit, ausreichend Genauigkeit für die Bereiche, wo ich jetzt bin, da muss schon noch ein bisschen mehr dazu kommen. Wenn wir mal kurz einen Blick reinwerfen, ob wir hier einen Genauigkeitsbanner bekommen haben, ist leider nicht der Fall. Sie braucht eigentlich noch irgendwie etwas mehr Genauigkeit, aber auch bei einem Artefakt-Veränderungsevent werde ich auch sie nochmal umbauen. Wichtig ist, sie hat 70% Crit-Quote, damit der Hardsieger auch sicher trifft. Der Rest muss dann in Crit-Damage auch mit rein. Ein bisschen Überlebensfähigkeit. Also sie macht ihren Job, den macht sie auch ganz gut. Ich habe hier Phantom Touch, also Geisterhand gegeben, damit sie auch beim Feuerritter nochmal eine gute Chance darauf hat, nochmal einen 5. Treffer zu setzen und das Schild etwas schneller runterzubringen. Das heißt, wir haben immerhin eine 30% Chance auf Bonusschaden und dieser Bonusschaden zählt auch als Tick auf dem Schild des Feuerritters. Also ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Giant Slayer, zum Riesenbezwinger oder zu Warmaster. Das zählt nicht für den Anzahl des Schilds beim Feuerritter. So, den Apotheker habe ich euch schon ganz kurz gezeigt. Also hier, Fokus war einfach ganz klar, gebt ihm das schnellste Gear, das ich im Augenblick auch mit dabei habe. Wenn ich das jetzt sehe, ich glaube, ich kann hier sogar schon wieder eine Verbesserung erreichen. Versuchen wir das doch gleich mal, ob hier nochmal eins mit reingeht. Bitte in die 2. Schade, schade. Immer noch ein gutes Banner, definitiv. Aber im Augenblick, gerade weil ich eine +3 Glyphe hier mit reingerollt habe, wird er dieses Banner jetzt auch mal behalten. Also mein Apotheker ist in auch immerhin, also 40.000 Leben sollten alle Champions schon haben, damit sie ein bisschen stabil sind. 1.800 Defense ist schon am unteren Ende von dem, was ich eigentlich haben will. In den Dungeons kommt aber auch Apotheker ganz oft in den Lead, denn was man ganz gerne übersieht, Apotheker hat hier eine ganz nette Aura mit 21% zusätzlich Def in den Dungeons. Also das ist schon ganz nett. Hier die 280 Geschwindigkeit ist natürlich super wichtig, damit Apotheker oft drankommt, damit dieser Geschwindigkeitsbuff, dieser Turnmeter-Buff, der Heal auch regelmäßig da ist. Und das pusht mich in allen Bereichen des Spiels und deswegen hatte ich auch damals den Apotheker auf 60 gebracht. Das war diese Umfrage, vielleicht hattet ihr es in dem Community-Reiter dann auch gesehen und fast jeder von euch hat irgendwie für Sun Wukong gestimmt. Ich bin auf Apotheker gegangen, aus den Gründen, dass ich auf der einen Seite die Aufgabe für Arbiter leicht erfüllen konnte, ihr einen weiteren Champion aufsteigen zu lassen auf den höchsten Aufstiegslevel. Das geht natürlich bei seltenen Champions um einiges einfacher mit deutlich weniger Tränken als bei den legendären. Aber vor allem, weil ich gesehen habe, dass mich Apotheker nicht nur beim Clanboss, sondern auch bei allen anderen Bereichen weiterbringt. Was habe ich noch gezogen? Vielleicht da noch ein paar interessante Punkte. Ich habe ein bisschen was gezogen. Ich war nicht wirklich super lucky. Gerade im Vergleich zu dem, was andere Creator noch da draußen gezogen haben, da gibt es noch ganz andere Hausnummern. Also was wirklich ein spannender Champion ist, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich da rein investieren soll oder nicht für die nächsten 3 Monate, ist Cornelia. Ein Rare, den ich gar nicht so auf dem Radar hatte, den will ich mal ganz kurz vorstellen, ist hier der gute Plünderer. Der ist noch nicht gebaut. Ich werde ihn auch aktuell wahrscheinlich nur bei den Fraktionskriegen spielen. Aber ich hatte den gar nicht so auf dem Radar und der ist gar nicht so verkehrt. Was bringt er mit? Er bringt hier auf dem AOE einen Angriffsverringerer mit. Natürlich auch nur den kleinen, aber wenn gebuckt auf 3 Runden. Und ich habe hier nochmal ein Provozieren mit immerhin einer sehr hohen Chance, 75%, mit Mastery sogar potenziell 80% und zusätzlich auch noch einem eigenen Schild. Also das ist ein wirklich solider Champion, den man auch bei der Hydra spielen kann. Und deswegen habe ich ihn auch mal behalten, denn also Provoke Champions, wenn ich mal einen Blick in meine Debuffs werfe, wer kann denn bei mir provoken, dann seht ihr, ja, okay, Chiso hat natürlich jeder, ist auch wirklich sehr gut. Epische Bücher sind immer ein bisschen schwieriger zu bekommen als seltene, da habe ich sogar noch 10. Also vielleicht baue ich den Plünderer sogar auch noch mit hoch. Auf der A1 ist für Faction Wars ganz nett, hat, sobald er aufgestiegen ist, auch noch eine Chance auf eine Lähmung. Damit kann man mal einen fiesen Gegner in den Wellen damit rausnehmen, das ist ganz nett. Genau, auf Plünderer wollte ich ganz kurz hinweisen. Rusk ist natürlich nicht nur durch die Vierer-Seele großartig, ein großartiger Heiler, der es geschafft hat, tatsächlich mich bei den Orks sogar über diesen ersten Boss hinüber zu spielen. Also ich bin über Stufe 7 hinaus in den Fraktionskriegen. Ich würde sagen, hauptsächlich dank ihm. Er braucht den 3. Stern,
damit er das komplette Team heilt. Das ist ganz wichtig. Ansonsten braucht er Crit-Quote und Lebenspunkte und dann kommt kontinuierlich ein Heal rein. Im Idealfall in den Mid-Game, Late-Game-Account, in Relentless Gear, in schnelles Relentless Gear. In dem Fall hatte ich wirklich auch ganz nettes Heilen-Set, also wie mit Lebenspunkte Prozent. Crit-Quote braucht er auch mit Lebenspunkte Prozent. Sogar Geschwindigkeitsschuhe und hier auch Crit-Quote und Geschwindigkeit. Also das Heilen-Set, das passt bei ihm in dem Fall sogar ganz, ganz gut. Und dann habe ich noch einen anderen Champion gezogen und dieser Champion sorgt für eine Riesenveränderung in meinem Plan, welcher bei mir als nächstes auf 60 kommt. Ich hatte ja ursprünglich sogar ein eigenes Video dazu gedreht, wie toll ich Petryfia Felswurzel finde. Sie ist auf Level 50. Sie macht auch einen großartigen Job beim Clanboss, den wir uns auch gleich nochmal anschauen. Sie macht ein bisschen Gift, aber vor allem die wichtigste Rolle, die sie einnimmt, sie gibt eine Angriffsverringererchance, aber halt nur die kleine. Und ich hatte gehofft, dass ich für sie eine Seele bekomme, denn es gibt hier eine wundervolle Seele in Harmonie, Gabe der Natur. Da hat man also angenommen bei einer Dreierseele eine 30% Chance, die stärkere Version zu verleihen. Und damit wäre natürlich auch dieser Angriffsverringerer deutlich, deutlich besser. Ja, jetzt habe ich einen anderen Champion gezogen, der im Kern besser ist. Also ja, Giftspeier ist auch im Gepäck. Also das sind so zwei Alternativen. Giftspeier oder Aux der Innere, die sind beide sehr gut. Jetzt habe ich den Giftspeier schon so oft im Einsatz und AUX habe ich noch nie gespielt. Auch einer der Gründe, weshalb ich hier AUX auch mitspielen werde. Was macht AUX nochmal? Wir haben hier einen Heal auf der A2, also zumindest mal jeder heilt sich auf Basis der eigenen Lebenspunkte um 10% und dann auch nochmal für jeden Debuff auf dem Ziel. Im Idealfall hat ja ein Clanboss ist immer um die 10 Debuffs mit drauf. Das heißt, jeder Champion heilt sich um knapp ein Drittel des eigenen Lebens, wenn alle 3 Runden dieser Skill kommt. Wir haben auf der A1 eine Chance, wenn das Ganze gebuckt ist, von 30% bis zu 2 Gifte zu verleihen. Das ist ganz nett. Wir haben aber hier, und das ist vor allem der wichtigste Skill, auf der A3 und wenn das Ganze gebuckt ist, auch so wie man es braucht, auf einem 3 Runden Cooldown, eine Chance auf den großen Angriffsverringerer. Vielleicht gibt es noch einen Crit-Quote-Verringerer drauf, den brauchen wir aber gar nicht unbedingt. Kann vielleicht mal das Leben retten, aber wichtig ist hier der große Angriffsverringerer. Und dann gibt es aber noch eine nette Passive. Immer wenn er angegriffen wird, dann erhöht er die Laufzeit der Debuffs auf dem Angreifer, also von 2 Debuffs beim Angreifer. Und beim Clanboss ist das minus Attack, minus Defense, Gift normalerweise. Also genau die Debuffs, die man auch drauf haben will, die werden hier verlängert. Und damit sorgt man darauf, dass dieser Debuff-Wert beim Clanboss einfach dauerhaft stabil auf dem Clanboss bleibt und sorgt auch für mehr Schaden. Also er hat auch nicht umsonst eine extrem hohe Bewertung beim Clanboss und deswegen will ich ihn auch beim Clanboss spielen. Ich warte noch auf epische Bücher, denn erst wenn er in epischen Büchern voll ist, geht er bei mir ins Team mit rein. 2 warten ja bei den Herausforderungen. Er braucht aber auf jeden Fall die 5 hier drin und die anderen 8 schaden nicht. Also das kann auf jeden Fall noch dauern, deswegen steht er in der Warteposition. Bis dahin spiele ich dann auch nochmal mit Petryfia. Ich habe mir auch vorgenommen, jetzt ein paar meiner anderen Champions erstmal auf Rang 5 zu bringen, damit sie mir in den verschiedenen Bereichen schon mal weiterhelfen. Dazu gehört Sabita als Wiederbeleberin. Ich habe jetzt im Augenblick keinen wirklichen Wiederbeleber mit drin. Mit Ugo kann man mal ganz fancy Zeug machen. Dazu gehört ein Armiger, um auch ein bisschen Rundenmeterkontrolle, zum Beispiel beim Feuerritter, aber vor allem auch bei der Spinne machen zu können. Aber, und das wird Stand jetzt mein nächster 60er, das ist meine Roella. Ganz klare MVP für den Feuerritter. Ich werde sie auch bei der Spinne spielen können und sie ist schon gebuckt. Ich hatte den Trick ja schon verraten, dass ich sie noch nicht auf 3 Sterne aufsteigen lasse, bevor ich sie bucke, weil ich möchte keine Bücher in der A3 haben. Die A3 ist für mich wirklich egal. Ich möchte hauptsächlich die A2 machen. Ist zwar ein 4 Runden Cooldown leider, aber ein ganz, ganz wichtiger Skill für den Feuerritter. Vor allem Minusgeschwindigkeit, den ich bei keinem anderen Champion bisher habe. Und hier die A1 auch Triple-Hitter, der auch Zugmeter mitstehlen kann. Also Roella wirklich ein guter Champion und Stand jetzt wahrscheinlich mein nächster 60er. Ebenfalls auf Rang 5 gehen bei mir Datsturk. Warum? Es ist mein einziger, der Debuffs cleansen kann und im Doom Tower hänge ich wirklich ganz hart an der Todesspinne. Da komme ich gerade nicht weiter. Vielleicht hilft es, wenn ich in der Lage bin, Kael umzubauen, ihm genug Widerstand zu geben. Aber eine zweite Alternative ist, dass ich mit Datsturk auf Rang 5 einen sehr stabilen
und auch gut gebauten Cleanser habe. Das wird aber ohne Silber oder ohne kostenfreies Regearing wird das nicht funktionieren. Auch ganz weit oben in der Bauliste, aber auf Rang 5 schon mal sehr tauglich ist meine Verderbenspriesterin. Die ist jetzt zumindest schon mal ein bisschen in Relentless gepackt, aber natürlich mir fehlen Schuhe. Wenn wir hier mal einen Blick drauf werfen, wie viele Schuhe ich habe. Oh, das sind 2 neue dazugekommen, aber keine Geschwindigkeitsschuhe. Also da müssen noch Geschwindigkeitsschuhe mit rein, damit sie auch ein bisschen Geschwindigkeit mit hat. In knapp 1,5 Wochen sollte die nächste kostenfreie Artefaktentfernung kommen. Da bin ich schon wirklich ganz, ganz, ganz heiß drauf. Ich könnte mit den anderen Champions noch weitermachen. Das sind auch echte Perlen dabei. Zum Beispiel eine Elfenwächterin, auch wirklich super Champion, hilft mir Stand jetzt in den Fraktionskriegen. Aber lasst es mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr das so seht, welchen Champion ihr als nächstes auf Rang 60 bringen. Denkt auch bitte an das Like, für den Fall, dass ihr neu bei mir auf dem Kanal seid und euch die Videos gefallen, die ab jetzt natürlich wieder regelmäßig kommen, nachdem sich meine Gesundheit wieder erholt hat. Dann lasst doch auch bitte ein Abo da. Das freut mich und bringt den Kanal auch weiter. Dann schauen wir mal wieder ganz kurz in die Klassik-Arena rein. Leider kein Kampf. Nächster Stop, Clanboss. Wir brauchen noch 7 Minuten, bis wir die Belohnungen bekommen. Es ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich euch zumindest zeigen, wo ich im Augenblick stehe. Und zwar mit meinem aktuellen Clanboss-Team kann ich einen entspannten 2-Key auf brutal machen. Wir sehen hier 28,44 Millionen. Das geht auch auf Auto, das heißt, ich muss es auch gar nicht mehr auf manuell spielen. Und ich brauche 21,7 für die größte Truhe. Also ich spiele diese 2 Keys. Brutal wird auch gelegt. Albtraum wird bei uns noch nicht gelegt. Deswegen bekomme ich hier auch 2 Kisten mit raus. Und der dritte Key, der geht im Augenblick auf schwer. Schwer kann ich einen entspannten One-Key machen. Hauptsache, ich komme über die 11,6 Millionen, die ich brauche, 13 Millionen. Also alles in einem Bereich, das ist nicht knapp. Ich falle auch nicht runter. Und Albtraum werde ich demnächst mal probieren, aber ich vermute, dafür sind meine Defense-Werte einfach noch zu schlecht. Also ich glaube nicht, dass ich einen 3-Key auf Albtraum hinbekomme. Vielleicht, wenn ich auf Alice den 5er Seele mit drauf habe, dann kommt Brimstone mit einer 60% Wahrscheinlichkeit. Vielleicht, wenn ein Aox noch so weit ist, dann, also ein 3-Key auf Albtraum wäre gut, aber vor allem auch, wenn der Albtraum-Clan-Boss gelegt wird. Ich bin ja im Creator-Clan, also ich kann und ich möchte auch nicht unbedingt jetzt Clans wechseln, in einen anderen Clan gehen, bei dem Albtraum gelegt wird. Und deswegen bin ich im Augenblick auch gar nicht so unter Druck, etwas an meinem Clan-Boss-Team zu ändern, weil mit diesen 2 Keys auf brutal und mit diesem einen Key auf schwer bin ich auch ganz glücklich. Bei der Chimäre war ich irgendwo bei 9 Millionen auf einfach. Ich habe, glaube ich, auch die untere Kiste bei normal noch mit eingesammelt, also zumindest hier diese Kennertruhe noch. Das ist okay, das gibt mir ein paar Relikte, es gibt mir ein bisschen was von dem Material, was ich brauche. Bei der Hydra bin ich noch nicht so weit, dass ich hier an diese untere Kiste mit rankomme, an diese 1,67 Millionen. Aber natürlich warte ich, bis ich den Key spiele, auf den letzten möglichen Zeitpunkt, also auf Dienstagabend oder auf Mittwochmorgen, weil ich ja bis dahin meine Champions noch ein bisschen weitergebracht habe. Also auf keinen Fall zu früh die Keys hier spielen. Ich befürchte, ich habe bei den heutigen Aufgaben, wenn ich jetzt hier mal einen Blick reinwerfe, sehe ich, nutze einen Chimärenschlüssel. Also die Chimäre werde ich spielen, aber da bin ich ja bei dem One-Key auf der kleinen Chimäre. Deswegen, das sollte eigentlich ganz gut passen. Im Turm des Verderbens, also ich hänge hier wirklich an dieser Todesspinne. Ich komme hier im Augenblick nicht weiter. Aber das hoffe ich natürlich noch, dass ich das im Laufe dieser einen Woche und 5 Tage dann noch schaffe. Denn natürlich realistisch, ob ich in den Schwerbereich gehe, halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich. Aber wir haben ja auch noch 2 Wochen Zeit, um hier noch mit hochzukommen. Das heißt, wenn ich das in 3 oder 4 Tagen schaffe, ist es auch absolut noch ausreichend. Gut, wir haben über den Turm gesprochen, über den Clan, wir haben über die Arena gesprochen. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis bei der Tag Team Arena. Ich glaube, ich werde jetzt mal in Bronze 2 aufsteigen. Wenn ich jetzt mal hier natürlich wie immer so einen Refresh mache und hoffe, dass da ein leichter Gegner da ist jetzt im Augenblick nichts da, dann sorge ich schon immer dafür, dass ich immer Kämpfe mache, um vor allem auch diese Marken einzusammeln, denn ich hole mir regelmäßig die Energie. Ganz wichtig, Energie ist wichtig. Ich hole mir auch den antiken Splitter. Und ich habe jetzt auch ein bisschen angefangen, mir nochmal diese Fragmente für diese Void Rares zu holen. Warum? Es wird eine Champion-Jagd kommen. Und für diese Champion-Jagd sind das jeweils 50 Punkte, in Summe schon 100. Und bei diesen Plarium-Punkten, zum Glück gab es diesen Promocode PP500. Das hat mich hier ein gutes Stück vorangebracht. Und hier wartet eine Morek. Ist ein super Champion, aber ich habe ja genug andere Baustellen. Deswegen wartet sie hier drin noch fleißig bis zu einer Champion-Jagd.
denn das gibt 250 Punkte und die will ich nicht einfach so verschenken. Wenn wir noch einen kurzen Blick auf die Dungeons werfen, also gerade Iron Twins, ich denke, ich spiele jetzt halt heute noch auf Abschnitt 6 hoch, das sollte ganz gut funktionieren. Bei dem Arkanen Burgfried bin ich auf 20 hochgegangen. Das klappt auch mit dem Team auch wirklich schön. Bei den anderen hatte ich jetzt länger keinen Fokus, hier irgendwie Energie mit reinzustecken. Minotaurus ist einfach wichtig auf 15, da hatten wir auch drüber gesprochen. Das heißt, ich kann jetzt hier reingehen und in dieser Konstellation eigentlich jeden anderen Champion mitnehmen und das sogar in Rekordzeit. Da bin ich, glaube ich, auch in Platz 1 im Augenblick mit 39 Sekunden. Spinne kann ich die 14 farmen, das war jetzt auch notwendig für die Arbeiteraufgabe, aber 10 macht natürlich mehr Sinn. Ganz viele Creators sind beim Drachen schon auf 20 und haben hier natürlich mehr Punkte gesammelt. Das heißt, hier habe ich selbst noch die Gelegenheit, Punkte aufzuholen. Wie viele Punkte gibt es für die Challenge immer? Also wenn man Abschnitt 18 macht, gibt es 18 Punkte, Abschnitt 19 gibt 19 Punkte, Abschnitt 20 gibt 20 Punkte, genau. Das heißt, wir haben hier noch ein paar Punkte, die ich machen kann. Vielleicht, wenn das nächste Mal ein Drachenturnier ansteht, gehe ich auch diesen Schritt. Bis jetzt, Abschnitt 16 lässt sich auch schon wunderbar farmen, geht schnell, ist sicher, ist vom Energieeinsatz prima. Ich kriege zwar noch 4-Sterne-Items, aber gerade die 18, die waren noch ein bisschen kritisch, solange ich Kael noch nicht umgebaut bekomme. Deswegen, Drache habe ich noch ein bisschen aufgeschoben, da steckt aber noch ein bisschen Potenzial von den Punkten. Eisgolem habe ich gestern im Stream leider knapp 100 Energie verschwendet. Da war ich ein bisschen zu zuversichtlich, dass 16 schon stabil auf Auto immer funktioniert. Ja, ich bin so weit gekommen, läuft auch meistens ganz gut, aber der Eisgolem ist ja manchmal auch sehr unberechenbar. Das heißt, auf Auto ist das nicht unbedingt etwas, worauf ich mich verlasse, hier auf 16 zu farmen, auch wenn es ein paar Mal geklappt hat. Dann beim Feuerritter, also die 16 läuft stabil, sicher. Da hilft mir natürlich sehr eine Coldhead und eine Ruella. Also wenn wir jetzt hier diese Kombination auch mal sehen, Alice räumt jetzt die Wellen weg. Die Ruella ist hier noch nicht mal drin. Die Ruella wird vor allem mit reinkommen. Wenn sie auf Rang 5 ist, dann wird sie Kael ersetzen, denn Kael bringt natürlich auf der A3 einen 4er Angriff mit, aber auch mit Cooldown, da ist Ruella einfach viel, viel besser. Und für die Wellen bringt mir Kael inzwischen auch so gut wie gar nichts mehr. Das heißt, wenn Ruella stabil genug ist, um nicht sofort aus den Latschen zu kippen, vielleicht reicht schon Rang 5. Auf jeden Fall, wenn sie 60 ist, dann kann ich hier, glaube ich, wirklich bis Abschnitt 20 auch mit weiterspielen. Definitiv hier die 18, bei der ich sehr starke Affinität habe. 19 sollte auch noch gehen. Also 20 wird dann wieder ein bisschen kritisch, vor allem wegen der Wellen. Und Alice hat dann ja auch schwache Affinität und ich bin auf sie abhängig, was das Wellenclearing auch mit angeht. Genauso wie Ugo auch mit dem Minus-Defense. Also 20 Feuerritter ist noch ein bisschen kritisch, aber das mache ich kurz bevor ich mir Arbiter abhole. Also bis dahin habe ich wirklich noch ein bisschen Zeit. Sandteufel, Phantomshogun habe ich mal so ein bisschen gemacht, um bei den Events ein paar Punkte zu sammeln und vor allem, um auch einfach mal ein bisschen Material zu haben, wenn eine fortgeschrittene Quest kommt und ich ein Item aufsteigen lassen muss. Also hier sind wir auf Abschnitt 5, habe ich schon lange nicht mehr probiert, würde wahrscheinlich jetzt auch bis 7 gehen. Phantom-Shogun sind wir bis 7 gegangen. Vielleicht wären hier auch noch ein paar Stufen mehr drin. Will ich jetzt aber keine Energie groß rein verschwenden. In der Kampagne, die habe ich jetzt wirklich erstmal abgeschlossen, weil ich weiß, ich kann sie noch nicht abschließen auf Albtraum. Und das ist die einzige Belohnung. Also ich habe die Albtraum-Kampagne nur für diese Belohnung gemacht. Das hat mich auf Platz 1 gebracht. Das hat mich motiviert, jetzt auch als erstes Video wieder einen Überblick über den Account zu geben und euch abzuholen. Was hat sich in den letzten Tagen ergeben? Wir gehen zurück auf Brutal. Wir werden jetzt diese komplette Energie einsammeln. Also wir gehen jetzt hier rein. Wir holen uns die Energie, die uns in allen Ecken erwartet. Hier 1, 2, 3. Machen endlich die roten Punkte weg. Mal schauen, ob wir Classic Arena auch endlich einsammeln können. Ja, jetzt funktioniert's. Wir gehen hier nochmal in die Ereignisse, Artefaktverbesserung, sammeln hier auch nochmal die Energie rein. Und ihr seht auch die Artefaktverbesserung, die wird mich auch bestimmt noch bis zu diesen 60 weiteren Teetassenpunkten bekommen. Und diese Teetassen, also ich muss sagen, 75 Juwelen, auf die freue ich mich sehr. 300 Energie wird super. Episches Buch brauche ich auf jeden Fall. Rahmen ist ein ganz netter Gimmick, bringt mich aber natürlich inhaltlich nicht voran. Also die Frage, wie weit komme ich hier in Meilenstein 4? Den Meilenstein 3, den sollte ich schon zeitnah auch erreichen. Weiter geht's mit der Energie. Wir sammeln das jetzt alles mal ein, und damit wir heute am Sonntag auch eine Menge zu tun haben. 1, 2, 3. 1000 Energie am Start. Ab geht's in die Spinne.
ab geht's ins Champion-Training und schauen wir mal, was wir erreichen. Wenn ihr immer am aktuellen Stand bleiben wollt, dann kommt doch auch auf meinen Discord. Auf meinen Discord poste ich auch immer regelmäßig Updates, kleine Bilder, kleine Erfolge. Dann könnt ihr auch ein bisschen mitbekommen, wo der Account im Augenblick steht. Und ihr könnt euch freuen, morgen auch endlich mal wieder ein Kickstart-Video der Woche zu bekommen. Dann schauen wir uns die nächste Woche mit Raid an. Bis dahin, habt viel Spaß mit Raid, habt viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bone.